Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor das Video startet, es sind mittlerweile über 2 Monate seit dem letzten Video vergangen. Den Grund kennt ihr und darum geht's heute auch. Das hier wird vorerst das letzte Video aus Indien sein und es wird kein typischer Vlog, wie ihr es bisher von mir gewohnt seid, weshalb ich auch echt auf eure Meinung gespannt bin. Und am Ende erfahrt ihr auch, in welchem Land ich genau jetzt gerade bin. So, nicht lang schnacken, bleibt dran, viel Spaß und Film ab. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wurde wieder bestohlen. Diesmal war es nicht mein Reisepass oder was auch immer, sondern mein Laptop. Anscheinend hat sich jemand die Mühe gemacht, mein Locker aufzubrechen. Ich bin jetzt gerade von einem 3-Tagestrip zurückgekommen. Ich habe eine richtig geile Reise gemacht und habe das hier aufgefunden. Hör doch auf rumzuheulen. Stattdessen zeige ich euch doch mal lieber, wo ich in der Zeit eigentlich war, in der dieser Bastard mein Laptop gestohlen hat. Und ich zeige euch auch diesen Bastard. Also, bleibt dran und ich würde sagen, springen wir mal ein paar Tage zurück. Einen wunderschönen guten Morgen, Friends. Das bin übrigens ich. Also der eben noch rumgeheult hat. Und ich war mit 2 Kanadiern unterwegs, die ich im Bus auf dem Weg in den Norden kennengelernt habe. Das sind die Rücken von Rami und Olivier. Und ach ja, wir sind übrigens in Leh. Oh, das hat sich sogar gereimt. Auf jeden Fall haben wir uns wie so kleine Touris die Stadt angeschaut, haben Märkte besucht, waren lecker essen. Und in der Zwischenzeit haben wir auch noch 2 Spanier, einen Bhutanesen und einen Schweden kennengelernt. Und am Ende des Tages haben wir uns alle dazu entschieden, einen Trip zum Tsomo-Ri-Ri Lake zu machen. Bevor es losgeht, muss ich aber noch kurz was erledigen. Ja. Wenn ihr versteht. Falls ihr euch jetzt fragt, wo es eigentlich hingeht, Freunde, da geht's hin. Zum höchsten und größten See Indiens. Wir haben also wirklich nur das Nötigste eingepackt, haben uns am nächsten Morgen alle getroffen und sind zu 6 plus Fahrer in die Wüsten von Ladakh gezogen. Wir haben gerade ein kurzes Päuschen gemacht und haben hier bei dieser wunderschönen Aussicht angehalten. Und ich bin gespannt, wo es uns noch hinführt. Ich glaube, es wird noch ein paar Stunden dauern, bis wir da sind. Ich kann es echt nicht in Worte fassen, was man hier für eine Aussicht hat und von was für Bergen man umgeben ist. Ich würde sagen, es geht weiter. Aber vorher noch ein Gruppenfoto mit Fahrer. Und ganz ehrlich, Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber je näher wir dem Ziel gekommen sind, desto schöner wurde es einfach. Und damit meine ich unvorstellbar schön. Hier wären wir also, in Tsomo-Ri-Ri. Nach ungefähr 7 Stunden Fahrt und keine Verbindung zur Außenwelt mehr. Wir sind relativ spät angekommen und im Dorf wurde der Strom auch schon relativ früh abgeschaltet. Jedoch hatten wir die Chance, uns den wohl bisher geilsten Sternenhimmel ever anzuschauen. Am nächsten Morgen habe ich mir das Dorf auch nochmal genauer angeschaut. Und die Bewohner hier, die teils auch aus Nomaden bestehen, haben echt nicht viel. Außer ein paar Kühe, Ziegen und Hühner, ein Dach oder Zelt über dem Kopf und vor allem ihren Glauben. Aber ganz ehrlich, Freunde, braucht man mehr? Es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, mit diesen doch fremden Menschen das Zuhause teilen zu dürfen und sich so heimisch zu fühlen, obwohl doch eigentlich wir die Fremden sind. Sie bleiben ihrer Kultur treu und leben ihren Glauben. Und ich bin echt dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen.
Wenn ihr glaubt, das war schon krass, dann schaut euch mal das an. Das ist Sokar. Und im Umkreis von 3-4 Stunden findet man auch nicht mehr als das. Yesterday. Oh, Bengal. That was eggplant. Yeah. Eggplant means. Okay, so it was aloo and Als es dann Abend wurde und wir gemerkt haben, wie wenig man hier wirklich machen kann, haben wir mit einem Radio versucht, Kontakt zur Außenwelt herzustellen. Und vor allem da können Smartphones wirklich hilfreich sein. cold. Making a bomb. No, no, no sounds! Arm wrestling. Yes! 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 Nice! Yes. I help you. Yes. Take one. Yes. Kurz bevor es für uns weiterging, habe ich erfahren, dass es für dieses Dorf genau ein Telefon gab, um irgendwie Kontakt mit der Außenwelt herstellen zu können. Hallo. Hallo. So. Und der Strom wurde über Solarplatten generiert. Zum Ende unserer Reise durften wir noch über die zweithöchste Straße der Welt fahren. Und wusstet ihr, dass nur wenige Inder jemals Schnee gesehen haben und genau deshalb hier hoch in den Norden reisen? Und ja, ich bin zurückgekommen und habe das hier aufgefunden. Ich zeige euch mal kurz, was passiert ist. Also hier war im Prinzip mein Locker und anscheinend hat sich jemand die Mühe gemacht, hier das aufzubrechen und mein Laptop zu stehlen und hat sich hier raus auch mein Bargeld gestohlen. Ich bin komplett sprachlos. Anscheinend versucht irgendjemand auf der Welt versucht mich aufzuhalten. Und diese Person zeige ich euch jetzt. Ist euch im Laufe des Videos eine Kleinigkeit aufgefallen? Spulen wir nochmal kurz zurück. Hier habe ich euch die Leute vorgestellt, die ich in Leh kennengelernt habe. Aber eine Person fehlt doch genau auf diesem Gruppenfoto. Richtig, er hier. Er selbst nannte sich Samuel und kam aus dem Bhutan. Anfangs ein richtig cooler Typ. Wie sich später allerdings herausgestellt hat, stimmte das nicht so ganz. Weder sein Name, noch wo er herkam. Wollt ihr die ganze Geschichte dazu hören? Dann lasst es mich gerne mit einem Like auf das Video wissen und ich erzähle euch die ganze Story. Auf jeden Fall war er nicht mehr da, als wir zurückgekommen sind. Und meine Sachen auch nicht.
Das Ding an der ganzen Sache war, er war zufällig auch mit uns in dem gleichen Zimmer. Oh Mann. Hi. Fast 2 Monate habe ich die Kamera jetzt nicht mehr in der Hand gehalten. Dieses Videomaterial, was ihr jetzt gerade gesehen habt, das war wirklich das letzte, was ich noch übrig hatte, bevor mein Laptop verschwunden ist. Und ich habe versucht, ein bisschen kreativ zu sein und was Schönes draus zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie ihr seht, ich bin gerade am Strand. Mir geht's super. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Aber ich bin nicht nur an irgendeinem Strand und ich will jetzt auch nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Ich bin nämlich in Düsseldorf. Ich bin back in Deutschland, habe mich extra für diese Szene hier an den Strand begeben und bin hier runtergefahren. Ich bin jetzt seit ungefähr 3 Wochen wieder hier und war bis dahin auch noch in Indien. Warum ich wieder in Deutschland bin, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich mir gedacht, so nach ein bisschen mehr als 10 Monate Reisen müsste ich mal wieder Freunde und Familie besuchen. Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass ich einfach mal wieder zurück musste. Und ich habe ein echt günstiges Ticket wieder zurückgefunden und bin dann relativ spontan zurück nach Deutschland geflogen. Ich glaube, ich habe ungefähr 200 € für das Ticket von Indien zurückbezahlt. Und der Clou an der ganzen Sache ist, Familie, Freunde, wirklich niemand wusste, dass ich da bin, bis ich an deren Tür geklopft habe. Das, Freunde, seht ihr auf jeden Fall im nächsten Video. Das habe ich auch alles gefilmt. Und das will ich euch unbedingt zeigen. Ich weiß jetzt auch gerade noch nicht, was ich in den nächsten paar Wochen und Monate machen werde. Ich will auf jeden Fall mit YouTube weitermachen und gucken, was ich hier alles so Schönes in Deutschland machen kann. Ich muss auch ehrlich sein, ich muss ein bisschen gucken, wie ich jetzt mit dem Geld umgehe in Zukunft, da es nicht mehr so viel ist, um wirklich noch auf lange Zeit reisen zu können. Da muss ich mir auch noch ein paar Gedanken zu machen. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass ich so glücklich bin, wieder in Deutschland zu sein und Freunde und Familie wiederzusehen. Es war echt wirklich gut. Ich will das Video jetzt auch nicht allzu lang machen, deswegen würde ich sagen, weiteres folgt in den nächsten Videos. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder vor der Kamera zu stehen und das Video, was ihr jetzt gerade gesehen habt, hat mir auch so viel Spaß gemacht. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben würdet. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch meinen Kanal, würde mich auch sehr freuen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und alles weitere in den nächsten Videos. Freunde, schöne Grüße aus Düsseldorf. Peace.